Weiter geht's mit dem Nachbau eines Vault-Bunkers aus der TV-Serie Fallout. Nachdem die Zahnradtür aus dem vorherigen Tutorial nahezu fertig ist, geht's in den folgenden Minuten ums Basteln des Eingangsbereichs bzw. um die Front des Vault-Bunkers. Den Bunker selbst bauen und bemalen wir dann im kommenden Video. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Steigen wir direkt ein, um den Eingangsbereich bzw. die Front des Vault-Bunkers zu basteln. Hierzu braucht ihr wieder Hartschaum und einen Heißdrahtschneider samt Kreisschneider. Dazu ein Geodreieck und einen stets angespitzten Bleistift. Als erstes solltet ihr unbedingt überprüfen, ob der Draht an eurem Heißdrahtschneider senkrecht eingestellt ist. Am zuverlässigsten geht das, indem ihr von einem hohen Hartschaumstück eine dünne Schicht abschneidet und diese dann in der Mitte zerbrecht, um das untere Ende an das obere zu halten. Gibt's keinen Höhenunterschied, ist der Draht perfekt senkrecht ausgerichtet. Das erste und etwas komplexere Bauteil ist der Grundkörper für die geschwungenen Seitenteile neben der Tür. Schneidet hierfür zunächst einen etwa 3 cm hohen Hartschaumblock zu. Die kurze Seite entspricht hierbei dem eigentlichen Türdurchmesser ohne Rahmen, also 12 cm. Zeichnet auf dem Hartschaum die angegebenen Hilfslinien und Markierungen aus dieser Skizze ein, um danach mit dem Zuschnitt starten zu können. Vergesst hierbei nicht, die Temperatur auf Stufe 2 zu reduzieren, um möglichst kontrolliert und verlustfrei schneiden zu können. Stellt auf eurem Kreisschneider also einen Durchmesser von 12 cm ein und steckt den Block mit der A-Markierung auf den Nagel des Kreisschneiders. Hierbei muss sich der Nagel bzw. die A-Markierung unbedingt genau auf der Linie bzw. genau mittig zwischen den langen Seiten befinden. Ansonsten entsteht der Halbkreis nämlich etwas versetzt und ihr müsst schlimmstenfalls nochmal von vorn beginnen. Stellt danach mit 12,5 cm den Außendurchmesser eurer Tür ein. Steckt den Block in die Markierung B und schneidet dann eine weitere Rundung aus. Als nächstes wird ein minimaler Kreisdurchmesser von nur 2 bis 2,5 cm eingestellt. Steckt den Block dann auf eine der 3 C-Markierungen und schiebt diesen samt Kreisschneider mit der nach innen gewölbten Seite an den Draht. Mit einer gleichmäßigen Drehung des Hartschaumstücks entsteht nun die erste kreisrunde Aussparung. Wiederholt dies an den beiden anderen C-Markierungen. Danach sollte euer Hartschaumstück so aussehen. Als nächstes werden die Bereiche neben den Kreisen herausgeschnitten. Legt das Bauteil dazu so an den Draht, dass sich der Draht quasi am höchsten Punkt des Kreises befindet. Stabilisiert euer Bauteil dann mit Reststücken von den vorherigen Zuschnitten, damit nichts verrutschen oder sich verziehen kann, und schneidet den Hartschaum ab. Arbeitet hierbei am besten so genau wie möglich, wobei kleinere Unebenheiten kein Problem sind. Denn sobald ihr mit allen 3 Aussparungen fertig seid, könnt ihr eventuelle Hubbel mit feinem Schleifpapier oder Einwegnagelfeilen glätten. Danach ist der Grundkörper für die Seitenteile fertig. Weiter geht's mit dem Grundkörper für die Dekoringe. Messt dafür aus, wie weit die beiden äußeren Kreise auf dem gerade zugeschnittenen Grundkörper auseinander liegen. In meinem Fall sind es 8,5 cm. Dies ist der innere Durchmesser vom neuen Grundkörper. Der äußere Durchmesser ist etwa 5 mm größer, also bei mir 9 cm. Schnappt euch nun wieder ein etwa 3 cm hohes Hartschaumstück, dessen lange Seiten 9 cm auseinander liegen. Zeichnet dazwischen eine Mittellinie mit einer A-Markierung ein, die etwas mehr als 4,5 cm von einer der kurzen Seiten entfernt ist. So könnt ihr dort wieder einen perfekten Halbkreis zuschneiden. Ergänzt die Mittellinie nun wie gezeigt um weitere Hilfslinien und Markierungen. Schneidet anschließend bei den B-Markierungen parallel zu den beiden langen Seiten in den Hartschaum ein und dann vorsichtig bis zu den C-Markierungen. Dazu ein Tipp: Pustet kurz vorm Abschalten des Heißdrahtschneiders für 1 bis 2 Sekunden gegen den Draht, damit sich dieser direkt abkühlt und den Hartschaum nicht weiter schmilzt.
Danach wird das Bauteil auf die A-Markierung gesetzt und ein Kreis entsprechend des inneren Durchmessers von 8,5 cm herausgeschnitten. Kleine Unebenheiten könnt ihr danach wieder glatt feilen oder gegebenenfalls mit einem weiteren Schnitt hauchdünn abschneiden. Fertig ist der Grundkörper für die Dekoringe. Für den Grundkörper für die äußeren Ringe sind nun genau dieselben Bastelschritte nötig, nur die Maße sind anders. Der äußere Durchmesser entspricht dem Gesamtdurchmesser eurer Tür, also 12,5 cm. Der innere Durchmesser ist 0,5 cm kleiner bzw. entspricht dem Durchmesser des eben zugeschnittenen Seitenteilgrundkörpers von 12 cm. Und auch wenn ihr jetzt beim Anschauen vielleicht denkt, dass euch die Proxxon-Skills fehlen, schnappt euch einfach mal ein Hartschaumstück und baut so einen dünnen Ringgrundkörper als Übung. Es ist wirklich nicht schwer und ausprobieren und üben sind beim Basteln schließlich völlig normal. Danach sind alle Grundkörper fertig, um daraus nun die finalen Bauteile für die Bunkerfront zuzuschneiden. Stellt dafür als erstes die Tiefe eurer Tür als Schnittbreite ein, um dann von der Unterseite des äußeren Ringegrundkörpers 2 Teile abzuschneiden. Beim Schieben ist ein größeres Reststück als Auflagefläche übrigens eine große Hilfe. Reduziert die Schnittbreite dann um etwa 3 bis 4 mm, um von der Unterseite des Seitenteilgrundkörpers ebenfalls 2 Bauteile abzuschneiden. Jetzt fehlt nur noch das Maß für die Dekoringe, das sich aus dem Höhenunterschied der Seitenteile und der äußeren Ringe ergibt. Überprüft eure neue Schnittbreite am besten zunächst mit Teststücken. Schließen die Teile wie zu sehen bündig ab, ist die neue Schnittbreite richtig eingestellt, um 2 Dekoringe abzuschneiden. Das wären nun alle nötigen Bauteile, um mit der Tür aus dem vorherigen Tutorial die Bunkerfront zu bauen. Klebt nun alles zusammen und schneidet nach dem Trocknen des Leims die Überstände der Ringe vorsichtig und passend ab. Beim äußeren Ring werden zwar zur Tür hin vermutlich kleinere Lücken sichtbar bleiben, aber das kaschieren wir im kommenden Video. Denn dann wird passend zu unserer Bunkerfront ein massiver Vault-Bunker gebaut und abschließend alles bemalt. Wir sehen uns also nächsten Freitag. Bis dann!